Südkorea Militärdiktatur. Aber ja, dadurch stammt von irgendwelchen Sachen, die bei uns alles das. Hat sich aber irgendwie. 네, 안녕하세요. 오늘은 그 영화 택시 운전사 영화를 한번 볼까 합니다. 네, 인기가 많고 이제 유명한 영화라서 이제 그리고 또 독일 사람이 나오기 때문에 그리고 실제로 있었던 일이기 때문에 한번 독일 친구들랑 같이 보고 한번 의논을 할까 합니다. Where are you going? 네, 지금 영화를 끝까지 다 봤거든요. 이제 영화 보기 전에 친구들한테 한국 역사에 대해서 이제 70년대, 80년대 박정희 전두환 시대에 대해서 약간 얘기를 해줬습니다. 그러니까 영화 좀 이해할 수 있도록. Ja, wir haben den Film jetzt zu Ende geschaut. Wie fandet ihr den Film? Habt ihr die Geschichte Koreas, so gerade 60er bis 80er Jahre, eigentlich vorher ein bisschen wahrgenommen? Gerade dass Südkorea Militärdiktatur war bis 88. Und ja, wie fandet ihr den Film generell? Also prinzipiell, was mir gut gefallen hat, war wirklich die Schauspielleistung. Sehr, sehr gute Schauspieler. Und auch die Ausstattung des Films und viele technische Aspekte des Films waren sehr gut. Und gerade so die erste halbe bis dreiviertel Stunde, wo der Charakter des Taxifahrers eingeführt wird und wo auch viel Witz im Film ist. Und ja, ich finde, da hat er auf alle Fälle seine Stärken und am Ende, ja, mit den dramatischen Ereignissen und mit der Spannung, die dann dadurch reingebracht wird, schaffen sie es, den Film aus dem Land zu bekommen, wobei man durch die historischen Ereignisse natürlich eigentlich weiß, wie der Film ausgeht. Da ist es ein bisschen übertrieben worden, manchmal meiner Meinung nach mit den. Kurze Frage, fandst du wirklich die Schauspielleistung von dem Reporter überzeugend? Ich fand den echt ein bisschen flach, muss ich sagen. Ich glaube, er hatte nicht so viel zu tun, weil... Genau. No, aber ja, dadurch stand er jetzt vielleicht als Schauspieler nicht so im Fokus, aber dass es prinzipiell ein ganz guter Schauspieler ist und ich fand auch jetzt... Kennst du den? Ja, der ist schon noch bekannt in Deutschland, ja. Fand ich das in vielen Teilen doch gut. Klar, am Ende, wenn dann doch wieder geweint werden muss und so, dann ist das sicherlich auch so ein kultureller Unterschied, dass das, weiß nicht, im koreanischen Film vielleicht eher dazu gehört, als jetzt unseren Sehgewohnheiten entspricht und dann vielleicht für uns auch einfach manchmal ein bisschen zu viel ist. Das ist dann irgendwie zwischenzeitlich zum Actionfilm verkommen und das war irgendwie unfreiwillig lustig. Und ich glaube, das war wahrscheinlich das Letzte, was die irgendwie erreichen wollten mit diesem Film. Ja, das meinst du, was mit diesem Over the Top, dass wirklich alles so überspitzt war, dieser Endkampf zwischen Taxifahrern und den Bösewichten in den Jeeps. Erst die Geschichte des Taxifahrers, wie er sich langsam wandelt, wie ihm plötzlich bewusst wird, was da eigentlich passiert, sich dann entscheidet zu helfen. Bis dahin war es auch okay. Die Gemeinschaft, die dann sozusagen dort zusammenkommt, um diesen Film dann rauszubringen, natürlich mit dem Höhepunkt der dramatischen Ereignisse und wie die festgehalten werden und dann letztendlich, wie bringen wir den Film raus. Und da ist schon eigentlich genug Potenzial drin gewesen und die haben da ja auch in vielen Szenen schon irgendwie Spannung erzeugt. Ich habe eher einen dokumentarischen Ansatz vorgestellt. Vielleicht ist das auch einfach sozusagen ein Punkt, weshalb ich so ein bisschen da nicht mitgegangen bin, weil ich dachte, das ist vielleicht für so ein Thema dann doch ein bisschen, also zu sehr Unterhaltungsfilm. Das war nie ein Dokumentarfilm, ja. Ich mal anlege. Der Film heißt der Taxi Driver. Das heißt, der Film ist nicht, der Film ist über diesen Taxifahrer und diese anderen Ereignisse sozusagen am Rand, die spielen sozusagen, es geht eigentlich vor allem um diese Taxifahrt hin nach Guangzhou und zurück und da um diesen Taxifahrer als Hauptfigur. Und ich denke, also was ich schätze, dass viele in der Schule das Thema schon hatten, dass sie wissen, was da passiert ist, sozusagen, als ob wir irgendwie eine Story, was will ich bei dir angucken? eine Story vom Hintergrund von, keine Ahnung, von irgendwelchen Sachen, die bei uns alle klar sind, der Zweite Weltkrieg oder sowas, und wir zeigen eine Story, ist jedem klar, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist,
aber wir zeigen sozusagen eine Story, eine Facette aus Sicht dieses Taxifahrers, der diesen berühmten Journalisten hin und her gebracht hat. Das ist ja schon irgendwo auch eine besondere Story, Genau. und auch immer ein relevantes Thema, ja, wie auch jetzt weltpolitisch, wie berichtet man über Aufstände, über die Niederschlagung von Aufständen, was passiert innerhalb sozusagen eines geschlossenen Systems. Und diese Situation, dass dieser ausländische Reporter mit Hilfe dieses Taxifahrers, und natürlich ist das alles so ein bisschen inszeniert, dann doch da reinkommt. Das ist schon irgendwie eine tolle Geschichte und die es auch verdient, irgendwie verfilmt zu werden, weil es ja auch ein wichtiges Thema ist, um darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das kann man im Film, deswegen finde ich schon, ist das ein Film, den man auch empfehlen kann, schon, dass er die Message macht er ja überdeutlich. Ja, überdeutlich. Ja. Genau, die Courage, den so- Mut zu haben, sich da sozusagen ihm zu widersetzen und Von das wird daher, belohnt. Und, ja, ich glaube, so der einfache Held, mit Ja. dem man sich dann natürlich auch irgendwie Genau. identifizieren soll, ne? Der erstmal doch, wie viele so als ersten Instinkt vielleicht an sich selber denkt, dann aber doch irgendwie in diese Rolle des Heldens hineinwächst. Und dann halt so, ja, da legt der Film dann doch irgendwie mehr den Fokus drauf, das stimmt schon, ne? Wie die Verbindung zwischen dem Reporter und ihm, wobei das im Film selber, finde ich, gar nicht so viel Rolle gespielt hat. Die haben sich vielleicht so ein bisschen angefrotzelt, aber das war's. Und am Ende ist es die große Freundschaft. Okay. Ja, ein bisschen merkwürdig. Warum eigentlich? Und das hat dann mehr die Rolle gespielt als die tatsächlichen politischen Hintergründe des Ja, was die Massakers. Filme hatten oder rausgekommen sind, der hätte nicht jetzt nochmal einen draufgesetzt und dann müssten die nicht der Bösewicht nochmal kommen und die Ja, nochmal ja. mit Jeeps verfolgen Das müssen und wir- nochmal abdrängen und die Taxifahrer kommen zur Hilfe. Ja. Und das war völlig übertrieben. Das hätte man komplett aus dem Film rausschneiden können. Ja. Dann wäre der Film knapp 2 Stunden oder 1,5 Stunden lang und der Film wäre gut. Also wäre viel Besser, besser gewesen. besser. Hätte seinen Spannungspunkt, sie haben es geschafft, sie haben diese Filmausnahmen gerettet, sie sind mit raus. Das ist nicht mehr das große Reinkommen, war doch viel schwieriger. Und diese ganzen Aufnahmen und diese Gefahr, die sie dann da hatten und begegnet sind während dieser Aufnahmen. Und dann waren sie raus. Da muss man nicht nochmal so eine Story Ja. machen mit, wir machen hier nochmal ein bisschen Actionfilm und krasse Stunts mit Das hat mich irgendwelchen total Autocrashes irgendwie und ans sowas. A-Team Da dachte ich auch so, was soll das? Irgendwie an so eine A-Team-Folge. Ja, Ja, wollen wir den wo Film dann ein bisschen so anziehen? noch irgendwie die Helden so quasi von der Seite so Ja, reinschlagen. hat der Norbert natürlich schon recht, weil jeder Koreaner kennt die Geschichte über Gwangju und die Massaker-Geschichte. Und deswegen muss das halt nicht nochmal erklärt werden und auch die Background-Geschichte. Deswegen haben sie dann halt die Geschichte mit dem Taxifahrer und mit dem deutschen Reporter, der letztendlich mutig die Filme sozusagen rausgeschmuggelt hat und es veröffentlicht hat und dadurch natürlich auch sehr viele Menschenleben gerettet hat und auch in Korea bekannt wurde. Auch selbst die Leute in Seoul wussten ja gar nicht Bescheid darüber. Ja, das war letztendlich die Geschichte und ich muss zugeben, ich kannte die Geschichte auch nicht, dass wirklich ein deutscher Reporter da war und ein Taxifahrer, das ist anscheinend auch eine wahre Geschichte, natürlich sehr viel Ich Fiktion. meine, über den Taxifahrer ist nicht viel bekannt, ne? Hattest du ja auch gesagt. Genau, Das heißt, genau. die Geschichte wurde komplett eigentlich mehr oder weniger frei erfunden, jetzt so ein bisschen. Ja, genau. Die ganzen aber dieser Jürgen Hinz, Ja. Peter, der hat ja zum Schluss nochmal Genau. gesagt, sucht ihn. Das ist natürlich ein sehr emotionales Thema in Korea, gerade in Gwangju. Ja, das sind natürlich alle sehr wütend über die Geschichte und auch sehr viel Trauer. Und es gibt natürlich sehr viele Museen da auf dem Platz, wo es passiert ist, Denkmäler. Ich habe durch den Film zum Beispiel das erste Mal auch überhaupt darüber jetzt auch gehört. Das heißt, darauf bin ich jetzt schlauer, dadurch, dass du uns auch vorher so ein bisschen informiert hast. Ja, Das hat der Film schon gemacht, dass ich jetzt schlauer bin, dass ich mich mit dem Thema befasst habe. Und er war unterhaltsam von Anfang bis Ende. Also man wurde unter, weil jetzt ist ein Studentenaufstand und diesen. Nee, das wusste ich nicht. Ich wusste vor allen Dingen nicht, dass sozusagen der Weg vielleicht dorthin so blutig war. Ich dachte, das wäre eher so eine friedliche Transition gewesen. Aber ihr habt auch noch nie irgendwie über den Jürgen Hinz-Peter irgendwas Nee, gehört? Nein, Oder? noch nie. Also er ist in Deutschland unbekannt eigentlich. Hm. Ja, also in Korea ist er schon sehr bekannt und ja, ich weiß gar nicht, sowas wie ein Held. So eine Story ist hier wahrscheinlich irgendwie mal kurz in der ARD Tagesschau gelaufen, ja. Hat sich aber irgendwie, also hat es wahrscheinlich nie zum Skandal geschafft, einfach aufgrund der politischen Konstellation damals. Da gab es keinen Raum dafür, also daraus eine große Geschichte zu machen. Jetzt vielleicht könnte man das etwas weiter vertiefen. Ja, man weiß ja auch sonst bis heute nicht, wie viele letztendlich gestorben sind. Man sagt irgendwie zwischen 150 bis 2000. Ja, und letztendlich sind die Aufnahmen von dem deutschen Reporter die einzigen, mehr oder weniger die einzigen Bilder, die
dokumentiert wurde. Ich glaube, ich hab was gelesen von 80% sozusagen stammen von ihm. 80% der Dokumentation. Er hat es zumindest geschafft, die außer Landes zu schaffen und alles, was im Land war, kann ja nachträglich zensiert, einkassiert oder einfach verschwunden sein. Ich glaube, da hat man wahrscheinlich mit seinem Leben gespielt, wenn man versucht hätte, also auch noch sozusagen hinterher irgendwas davon rauszubringen. Ne? Also bis 88 war es eine Diktatur, bis 88 war es wahrscheinlich gefährlich, solche Sachen. Aber selbst danach, auch der nächste Präsident, der war natürlich guter Freund von dem vorigen Diktator, deswegen die Zeit war auch so schwierig, aber danach ging es dann so langsam. Wie gesagt, ich finde es immer gut, wichtige Themen anzusprechen und die auch nochmal mit einem entsprechenden oder auch würdigem Budget zu verfilmen. Von daher rechne ich dem Film das an. Hat es aber dadurch, dass er doch auch zu viel Unterhaltungsprodukt sein wollte, einfach so ein bisschen übertrieben darin abzuhaken, was dann alles reingehört mit Humor, viel Action. Vielleicht hätte man das doch einen dokumentarischeren Ansatz und einen noch ernsthafteren Ansatz wählen sollen, um dem Thema dann gerecht zu werden. Ich finde ihn unterhaltsam, also nicht, was ich empfehlen würde, sich vielleicht mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Ich weiß jetzt mehr, ist gut. Deshalb 네, 지금까지 이제 택시 운전사에 대해서 한번 얘기를 해봤습니다. 감사합니다. 안녕. tschüss.